Hallo und herzlich willkommen bei Elektrofahrrad24. Heute hier aus dem Homeoffice. Das hat einen besonderen Grund, weil wir haben heute auch einen besonderen Gast bei uns. Wir sind zum Gespräch verabredet mit Laura Zeitschel. Wem der Name vielleicht noch nicht so viel sagt, so viel zur Erklärung. Laura hat im vergangenen Jahr bei der Pinkbike Academy teilgenommen, als erste Deutsche überhaupt. Und sie hat es nicht nur in das 10-köpfige Starterfeld geschafft, sondern sie ist auch bis vor ins Finale gefahren. Wie sie das gepackt hat, werden wir sie gleich selber fragen. Und natürlich wollen wir von ihr auch wissen, ob sie eigentlich irgendwie eine Beziehung zu E-Bikes hat. Erstmal hallo und herzlich willkommen, Laura. Hallo. Bevor wir ins Detail gehen, du hast uns in einem Vorabgespräch gesagt, du kommst eigentlich gerade aus einer Verletzung. Deswegen als erste Frage, wie geht's dir eigentlich gerade? Auf jeden Fall besser. Ich kann auch wieder Fahrrad fahren, das ist cool. Und, ja, auch ein paar andere Sachen machen. Viel Physio und ich kann natürlich noch nicht das machen, was ich möchte, aber auf jeden Fall den Umständen entsprechend gut, würde ich mal so behaupten. Du wirst aber dann am Ende irgendwie richtig wieder hergestellt sein, oder? Also ich habe mir unter anderem den Knorpel abgesprengt an der Schulter und naja, Knorpel wächst halt nicht nach. Dementsprechend, ja. Wow. Ich hoffe, du musst jetzt nicht das in Zukunft ruhiger angehen als bisher. Ich hoffe mal nicht. Also ich denke nicht. Nee, ich glaube nicht. Verletzung, Schmerz und sowas ist eigentlich eine gute Überleitung zur Pinkbike Academy. Heute werden wahrscheinlich ein paar Leute auch zugucken, denen das noch nicht so viel sagt. Erklär doch vielleicht bitte mal ganz kurz, was die Pinkbike Academy war. Die Pinkbike Academy hat jetzt das zweite Mal stattgefunden. Und das ist quasi, also ich würde es mal als, ja, nicht vielleicht Nachwuchs, aber als Wettbewerb bezeichnen. Wo 10 Personen ja, von der ganzen Welt quasi eingeladen werden und gegeneinander Fahrrad fahren im Endeffekt. Verschiedene Challenges, nicht immer nur Rennen, sondern halt auch, ja, wie zum Beispiel einmal ein FTP-Test, also ein Fitnesstest. Ja. Und genau, und dann geht es da um einen ja, Vertrag mit Orbea, also der Fahrradmarke Orbea. Und auch, ich glaube, Monster Hydro war es dieses Jahr. Und genau, also es ist quasi ein großer Wettbewerb. Okay, die 30.000 Dollar, die es als Siegprämie gibt, die hast du jetzt glatt mal unterschlagen. Und tatsächlich, ich glaube, der zweite irgendwie, ne, irgendwie, der durfte Markenbotschafter für Shimano irgendwie werden oder ein Jahr lang sein. Ja, der war, also der Global Ambassador Vertrag hat er bekommen, aber der macht es gar nicht. Also Emmet hat es ja gewonnen. Ja. Der fährt jetzt für We Are Components, glaube ich, ist eine Fahrradmarke aus Kanada und der fährt jetzt in dem Profiteam quasi damit und deshalb hat er den Vertrag ja quasi annulliert. Konnte man bei Instagram nachlesen. Ah, okay. Dann sind wir da auch auf dem neuesten Stand. Ja, genau. Pinkbike selber hat, glaube ich, in einem Video mal gesagt, sie hätten über 1000 Bewerberinnen irgendwie gehabt. Keine Ahnung, ob die Zahl stimmt, aber nimm uns doch mal kurz mit. Wie sah denn deine Bewerbung aus für die Pinkbike Academy? Also ich hatte mich letztes Jahr auch schon beworben. Da haben wir dann ein bisschen aufwendigeres Video gedreht mit dem Hund, also mit Anton. Quasi ja, ein Film und dann, was man dann halt, das Video ist ja jetzt auch bei YouTube online, aber was man da halt bei dem Video dann gemacht hätte, wäre, dass man aus Sicht von Anton quasi erzählt, warum ich da bei der Pinkbike Academy teilnehmen soll und so weiter. Naja, im Endeffekt war es dann halt so, dass ja, aufgrund von Corona durften dann eh nur Kanadier quasi dran teilnehmen. Keine Ahnung, ob ich letztes Jahr genommen worden wäre, aber genau, und dann dieses Jahr war halt ein bisschen wenig Zeit, um irgendwas Professionelles in Anführungszeichen wieder zu machen. Und deshalb habe ich mit einer Freundin Clips einfach im Wald gedreht, habe noch ja, erzählt, warum ich da gerne dran teilnehmen würde oder warum die mich auswählen sollen. Und dann hat ein Kumpel alles zusammengeschnitten und das habe ich dann abgeschickt.
ja. Für alle da draußen nochmal zur Erklärung, wenn wir hier über Fahren reden, dann reden wir an sich über Enduro-Mountainbiken. Nochmal irgendwie, also für dich und mich ist das klar irgendwie, aber der Vollständigkeit halber erwähnen wir das nochmal kurz. Ja. Hast du da schon irgendwie ein Ziel so im Kopf gehabt oder hast du gedacht, oh, okay, ich mache jetzt einfach mal irgendwie ein lustiges Video, irgendwas, worauf ich Bock habe und dann mal gucken, was bei rauskommt? Oder wie war so deine Einstellung, deine Herangehensweise? Ja, aber mein Ziel war schon, dass ich eingeladen werde quasi nach Kanada. Und dementsprechend habe ich auch versucht, mir Mühe zu geben beim Fahren. Es scheint irgendwie geklappt zu haben, weil du bist einer der Top 10 geworden und als einer der Top 10 ausgewählt worden. Als das feststand, irgendwie, wie hast du das aufgenommen? Irgendwas, ja. Ja, das war eigentlich war es so, ich habe eine E-Mail bekommen und dann stand da drin, ja, du bist in der engeren Auswahl, wir würden gerne mit dir ein Interview machen. Und ich dachte schon, ach du Scheiße. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf hier, aber ich sage es jetzt einfach. Doch, kann ja gepiept werden. Es ist für Erwachsene. Ist okay, gut. Dachte mir dann, ach, auf Englisch auch noch, oh nein. So. Und naja, im Endeffekt dachte ich halt, ich wäre in der engeren Auswahl und das Interview entscheidet dann darüber, ob ich halt genommen werde oder nicht. Und dann war halt der Tag gekommen, wo das Interview war. Dann habe ich mir natürlich vorher auch so alles nochmal irgendwie so, ja, im Kopf irgendwie bin ich das nochmal durchgegangen. Was sagst du? Was können die fragen? Und ich sowas wie, ja, warum willst du dabei sein? Und so weiter. Naja, und dann wurde ich dann halt eingeladen in den Chat und dann waren da auf einmal 4 Personen. Ich denke mir so, oh Gott, 4 Personen. Und dann war da auch Jason Lucas, also der das moderiert hat. Ja. Und ich denke mir so, was macht der denn jetzt hier? Na, im Endeffekt haben sie mir dann gesagt, nach ein paar Minuten, ja, wir haben dich schon ausgesucht. Ich dachte mir so, oha. Naja, und dann, als das Gespräch vorbei war, habe ich erstmal konnte es erstmal gar nicht richtig glauben und hab dann also ich konnte auch gar nicht schlafen und alles, weil das halt das war halt so eine krasse Freude irgendwie und man hat das gar nicht realisiert alles irgendwie, weil das war super surreal. Wann wurde es denn real für dich so wirklich fassbar? Also ich glaube wirklich real, als ich dann dorthin geflogen bin, glaube ich. Davor, das mit dem Visum und so weiter, das war alles so sehr kompliziert, weil man durfte ja nicht nach Kanada rein, nur mit einem Arbeitsvisum und so weiter, musste ich nach Berlin fahren, dann war der Termin irgendwie, hat dann was gefehlt, musste ich nochmal nach Berlin fahren. Ja, es war alles so drunter und drüber und es stand auch gar nicht fest, ob das alles klappt zeitlich und ja, und dann, als ich dann wirklich im Flieger saß, dachte ich mir so, okay, krass, du fliegst jetzt nach Kanada und nimmst daran teil und ja, dann wurde es so ein bisschen. Aber so richtig, ich glaube, realisiert hat man das auch erst, nachdem man die Folgen gesehen hat. So. Währenddessen, das war wie so ein Film, der da abgelaufen ist und man hat, also wirklich von Tag zu Tag, man ist abends um 8 Uhr schlafen gegangen, weil man so K.O. war. Und ich glaube, das hat man dann erst realisiert, als man wirklich dann die Folgen gesehen hat, was da wirklich so, passiert ist im Endeffekt. Du bist als einer von 10 gestartet. Ins Finale schaffen es dann die 4 Besten. In jeder Woche sozusagen scheidet ein Fahrer, eine Fahrerin aus. Wie war das so, diese Reise irgendwie, wo du gesehen hast, okay, der geht jetzt, sie geht, ich bleibe noch, immer mehr. War das Freude, Nervosität oder hast du dich selber auch überrascht damit? Also ich muss sagen, es gab, glaube ich, 3. Ich glaube, 3-mal war es so, dass ich wirklich dachte, ich fliege raus. Weil zum Beispiel diese Climbing-Challenge war einfach katastrophal. Oder das XC-Rennen und also da war teilweise auch ein bisschen Glück oder auch mit diesem Kurvenfahren auf der Wiese. Wir wussten ja auch unsere Ergebnisse nicht nach der Challenge. Das heißt, wir wussten nicht, was wir für eine Zeit gefahren sind, ob wir Erster waren oder Letzter waren. Und das ist dann halt, steigert natürlich nochmal. Man weiß halt, man ist ganz akzeptabel gefahren, aber man weiß ja nicht, wie die anderen gefahren sind. Und also da waren so ein paar Mal stand ich da und dachte mir, okay, jetzt fliege ich nach Hause, also fliege ich raus. Ja. Und als ich dann nicht rausgeflogen bin, klar war es eine Erleichterung und auch Freude, aber zum Beispiel als Kira halt rausgeflogen ist,
ist halt sie war halt mein Roommate und wir haben uns mega gut verstanden, wir haben auch immer noch Kontakt und da war ich schon extrem traurig, weil, naja, sie halt eine gute Freundin geworden ist und dann war das so, shit, okay, Mist, jetzt muss sie gehen und ja. Als ihr 4 dann feststandet, die 4, unter denen sich dann tatsächlich entscheiden wird, wer die Academy gewinnt und so weiter, da seid ihr nochmal ziemlich viel gefahren. An sich die anspruchsvollsten Fahrprüfungen während der gesamten Staffel. Aber nicht nur das, ihr musstet auch vor der Entscheidungsfindung auch nochmal in ein Interview gehen mit den Judges, mit Christina Cipetta und Jeff Gilovich. Und in diesem Interview hast du schon gesagt, okay, für dich steht an dem Moment jetzt gerade schon fest, du würdest, auch wenn du gewinnen würdest, keine komplette Weltcup-Saison fahren wollen. Als Preis gab es ja aber quasi einen Profivertrag. In dem Moment hast du dich ja ein Stück weit eigentlich selber aus dem Spiel genommen. War dir das in dem Moment klar? Ja, das war mir klar. Also ich wusste, aber das war halt die Wahrheit und ich wäre damit nicht glücklich geworden, sag ich mal. Ja. Also ich habe mega Bock auf Rennen fahren und auch, aber ich möchte halt frei entscheiden, was ich an Rennen fahre. Und ich möchte nicht diese krasse Verpflichtung einfach aktuell zumindest haben. Also dieses Jahr auf keinen Fall. Und ich weiß nicht, vielleicht kommt es jetzt dieses Jahr wieder, dass ich sage, boah, ich will unbedingt eine ganze EWS mal fahren, aber das ist halt so zeitaufwendig und natürlich auch ein hoher Kostenfaktor, den man da tragen muss. Und ich habe halt einen Job. Das darf man halt auch nicht vergessen. Ja. Das ist halt nicht mal einfach, ich kann nicht meinen Job oder möchte auch meinen Job nicht kündigen. Das hatte ich auch in dem Interview da gesagt, weil ich halt eher so ein bisschen der Sicherheitsmensch bin, sage ich mal, und nicht jetzt mal sage, okay, ich kündige jetzt den Job und gehe ein Jahr auf Reisen und fahre EWS und so weiter. Und ich habe halt also den Hund und das sind einfach Sachen im Leben, die mir halt wichtiger sind, als Rennen zu fahren. Und natürlich auch einfach der Punkt, wenn du oben mitfahren willst, musst du einfach meiner Meinung nach nicht 100% geben, sondern 110%. Und das Risiko, dass du dich halt verletzt, ist da schon höher, sag ich mal, als wie wenn du sagst, okay, ich fahre da mit, aber ich habe keinen Leistungsdruck in Anführungszeichen. Klar, du hast gewisse Ansprüche an dich selber und so weiter, aber damit geht man anders um, finde ich, wie wenn du komplett beobachtet wirst und ja, das ist, glaube ich, auch nochmal so eine Nummer und dazu bin ich aktuell nicht bereit, das zu geben, sage ich mal. Das hättest du ja ein Stück weit für dich behalten können auch, aber dir war es wichtig, irgendwie das trotzdem in dem Interview schon so auch klar zu sagen. Ja, weil also ich bin ein ehrlicher Mensch und warum soll ich sagen, wenn sie mich fragen, ja, was sind deine Pläne und so weiter, dann habe ich nicht die Notwendigkeit gesehen zu sagen, ja, vielleicht möchte ich Rennen fahren, ich bin mir gerade noch unsicher, aber es könnte sein, dass ich das mache und dann hinterher stehe und mir denke, Mist, eigentlich will ich das gar nicht und ja, das ist einfach, also ich bin mir dessen bewusst geworden, als am ersten Tag auf jeden Fall von dem Finale. Einfach weil ich bin eher so ein Mensch, wenn ich quasi zu verbissen das alles sehe, dann geht's schief. Und ich möchte einfach die Rennen fahren, um Spaß zu haben. Und ich habe halt gemerkt, dass der Spaß irgendwie ein bisschen verloren geht, wenn man, also zumindest bei mir, wenn man wirklich dieses Muss hat. Und ja, deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, das auch so zu sagen. Und wie gesagt, auch wegen dem Hund, weil ich möchte gerne mit dem Hund noch unterwegs sein. Und ja, und der Hund lebt ja auch nicht ewig, wird auch älter. Ja. Und das ist mir halt einfach wichtiger aktuell. Und genau. Während der gesamten Staffel hat es dich ein paar Mal relativ hart erwischt. Also bist 2-3 Mal wirklich gestürzt, auch ein bisschen härter eben. Die Jurys, aber auch deine Mitfahrerinnen, irgendwie, die haben tatsächlich ziemlich oft während der Staffel irgendwie dein Durchhaltevermögen
gelobt und wie du mit den Schmerzen umgehen kannst und so. War dir das vorher eigentlich klar, dass du so ein Typ bist? Ja, eigentlich schon, weil, also mich hat es halt öfter schon also mal hingehauen. Das habe ich jetzt auch Ja. wieder im Bischofsmeister gesehen, als ich mir die Schulter ausgekugelt habe, Mhm. wo die Verletzung passiert ist. Das war aber halt nach der Academy. Mhm. Aber ja, prinzipiell weiß ich nicht, habe ich nicht so ein hohes Schmerzempfinden, glaube ich, oder so. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, mit dem Ellenbogen, als der genäht wurde, muss ich auch zugeben, zu Hause wäre ich nicht mehr Rad gefahren damit. Mhm. Einfach weil mir das Risiko so hoch wäre, dass ich stürze und der Ellenbogen wieder aufplatzt. Ja. Aber das war halt eine Ausnahmesituation dort und deswegen habe ich es gemacht. Aber hatte natürlich schon extreme Bedenken und hatte auch teilweise ein bisschen Angst, auch wieder zu stürzen. Mhm. Mm, Und ja, aber prinzipiell, wenn ich stürze, meistens, ja, also es ist eigentlich meistens so, dass ich dann sage so, okay, ja, passt schon. Okay. Ähm, in der Rückschau betrachtet, was ist denn so der größte Gewinn aus deiner Sicht, den du aus der ganzen Sache gezogen hast? Also ich dachte ja wirklich, als ich dorthin gegangen bin, ich will definitiv ja in dieses professionelle Niveau reinkommen irgendwie, Mhm. oder in die Sparte. Ähm, Habe ich gemerkt, ist vielleicht doch nicht so mein Ding. Vor allem, ich habe auch ein paar Mal mit Flo gesprochen, als wir im Lift saßen. Und dann hat sie mir auch gesagt, naja, wenn du. Kurze Achso, Pause dazu muss man sagen, Flo hat die Pink Bike Academy die zweite Staffel gewonnen, ne? Eine Fahrerin aus Kolumbien? in Chile. Chile, genau. Und die lebt seit April oder so, lebt die in Kanada. Mhm. Die hat es gewonnen und mit der habe ich so ein paar Mal gesprochen. Die ist ja schon mal Top 6 EWS auch gefahren, Mhm. also Enduro World Series, und kennt dementsprechend auch so ein bisschen dieses Profi-Business, nenne ich es mal. Ja. Und sie meint dann halt auch so, naja, dann gibt es halt Wochenenden, wo du im Bikepark fährst und einfach nur trainierst für dich und nicht mit deinen Freunden. Und dann dachte ich mir so, boah, nee, wenn ich Fahrrad fahren will, will ich Spaß haben und Mhm. ich glaube, ich würde einfach den Spaß so, weil es halt einfach noch ein Hobby ist, weil ich mich auch nicht voll komplett drauf konzentrieren kann, wie ich auch vorhin gesagt habe, dass ich halt noch arbeite. Mhm. Und da habe ich dann auch so für mich gemerkt, oh, da hängt doch ganz, ganz, ganz schön viel dran. Und dessen war, eigentlich ist man sich ja dessen schon bewusst, aber irgendwie war ich mir dessen nicht so richtig bewusst. Gar nicht so richtig glücklich. Hast du unter anderem tatsächlich auch beim Final oder beim Impossible Climb reingeguckt? War das ein Moment, wo du dir vielleicht ein E-Bike gewünscht hättest? Ja, definitiv. Aber da, genau, das sind nämlich auch so Momente, und das habe ich auch gelernt, Ja. dass egal was passiert, dass man nicht den Kopf in den Sand stecken sollte. Ähm, Dass man halt, das war immer so ein bisschen mein Problem, dass wenn irgendwas nicht so gelaufen ist, wie ich es mir vorgestellt habe, dass ich dann direkt, ja, dicht gemacht habe, in Anführungszeichen. Und das habe ich auch da in Kanada gelernt, dass es halt, ja, immer weitergeht und dass danach vielleicht besser wird. Und als Beispiel dann im August beim Dreiländer-Enduro-Rennen in Nauders ist mir auf einer Stage, ich glaube Stage 3 oder so müsste es gewesen sein, mir die Kette gerissen. Das erste Mhm. Mal in meinem Leben in der Stage und hat sich ums Hinterrad gewickelt. Und ich musste das komplette Hinterrad ausbauen und alles auf Zeit halt. Mhm. Ja, und dann dachte ich mir schon so, okay, ist jetzt ist gelaufen, aber kein Problem, fahr einfach weiter. Naja, im Endeffekt dann, der eine ist die Kurbel abgerissen, der andere hat sich die Schaltröllchen zerstört und irgendwie habe ich dann noch gewonnen. Obwohl ich Mhm. da irgendwie 3, 4 Minuten verloren habe, womit ich nie gerechnet habe. Aber das letztes Jahr, also vorletztes Jahr, hätte ich wahrscheinlich gesagt, boah, so ein Mist, ich habe keinen Bock mehr und so weiter. Ja. Aber das hat mir auch definitiv irgendwie, hat mich sehr, sehr weitergebracht da in der persönlichen Entwicklung, würde ich mal so sagen. Also vor allem Mhm. mental auch. Mhm. Genau, und ja, E-Bike hätte ich mir da definitiv gewünscht. Nicht nur da, auch beim XC-Race. Ja, also Climbing ist nicht so meine Stärke, wie man Okay. vielleicht erkennen konnte. Hm. Du hast im Vorgespräch erzählt, du hast selber auch ein Ja. E-Bike in deinem Fuhrpark mit drin stehen. Ist es für dich eher ein Spielzeug oder ist es tatsächlich Sportgerät?
Definitiv Sportgerät. Mhm. Vor allem jetzt in der Jahreszeit, sage ich mal, ist es ganz angenehm, das E-Bike zu nutzen, Mhm. weil ähm, ich finde halt gerade bei der Kälte, bei dem Wetter, ist es eigentlich gibt es nichts Besseres, als irgendwie 2 Stunden mit dem E-Bike rumzufahren. Ähm, Jetzt nicht unbedingt mit 10 km/h, sondern halt schon so 16er, 17er Schnitt Ja. und dann halt in der Zeit halt viel mehr Trails zu fahren. Und kühlst nicht aus, hast nicht diese ganzen Puls-Peaks, nenn ich es mal, Mhm. wo du vielleicht mit dem normalen Fahrrad hättest. Und im Sommer ist es natürlich super, einfach mal eine Feierabendrunde zu machen, ne? Und ja, da finde ich ziemlich cool, ja. Mhm. Du kennst da jetzt beides. Du fährst Mountainbike mit einem E-Bike und ohne elektrische Unterstützung. Wie unterscheidet sich denn aus deiner Sicht so das Mountainbiken, das Fahren selbst also zwischen diesen beiden Polen so? Also vorab, mir macht es mehr Spaß, runterzufahren mit meinem normalen Fahrrad. Mhm. No? Aber es ist, ja, ich glaube, das ist vielleicht normal, sage ich mal. Ja, seid ihr auf jeden Fall gegönnt. Dann, aber mit dem E-Bike ist natürlich super praktisch, dass du vor allem für halt Menschen, die halt wirklich gelegentlich fahren, dass wenn sie oben ankommen am Trail, dass sie nicht komplett außer Puste sind und noch die Konzentration haben, ordentlich oder sicher bergab zu fahren, würde ich mal so sagen. Mhm. Und du kannst natürlich auch einfach mit dem E-Bike ja länger, sag ich mal, fahren als mit dem normalen Fahrrad, also meistens, sage ich Mhm. mal. Mhm. Ähm, und ja, ich glaube einfach, mit dem E-Bike ist es halt cool, wenn du gerade nicht so ein gutes Konditionslevel hast. Vor allem jetzt nach der OP merke ich das auch. Mhm. Ähm, Da ist das normale Fahrrad einfach, ist schon nicht ohne. Vor allem, weil die mittlerweile ja auch, ich weiß nicht, meins wiegt knapp 16 oder 16 Kilo um den Dreh. Ja. Ist ja auch nicht wenig, das hochzutreten, ne? Und da ist das E-Bike schon praktisch. Ja. Mhm. Viele E-Bike-Hersteller streben nach so einem natürlichen Fahrgefühl, wenn sie das irgendwie wollen, dem möglichst nahe kommen. Ähm, Es sei mal dahingestellt, was das genau ist. Aber wenn du auf einem E-Bike sitzt, fühlt sich das für dich natürlich an? Hm, weiß nicht, natürlich ist so ein Begriff Mhm. schwer zu sagen, aber fühlt sich jetzt nicht unnatürlich an. Ist halt, dass du Unterstützung hast, aber es ist ja, du musst ja trotzdem treten und du Ja. kommst halt schneller den Berg hoch, was cool ist, aber so prinzipiell habe ich mir eigentlich noch nie Gedanken darüber gemacht, ob es natürlich oder unnatürlich ist, weil im Endeffekt, was ist natürlich bei einem normalen Fahrrad? Mhm. Das kann man ja genauso zur Diskussion irgendwie stellen, deswegen, Mhm. da weiß ich gar keine so richtige Antwort drauf. Ja. Ähm, Könntest du dir eigentlich vorstellen, so in den E-Mountainbike-Sport vielleicht nochmal reinzugehen? Also auch da gibt es ja zum Beispiel eine World E-Bike Series. Nein. Oh Gott, genau, nein. Dafür, also es macht mir Spaß Mhm. und auch mit dem E-Bike berghoch fahren, also Trails irgendwie berghoch fahren ist auch cool, Ja. aber mir macht es dann doch irgendwie mehr Spaß mit dem normalen Fahrrad möglichst schnell irgendwie den Berg runterzufahren und kann man auch mit dem E-Bike, ja, aber Mhm. es ist einfach schwerer und dadurch meiner Meinung nach ein bisschen träger zu handeln. Mhm. Es fährt sich einfach anders. Mhm. Nicht schlecht, aber der Spaßfaktor ist für mich bei meinem normalen Fahrrad höher einfach. Mhm. Ja. Wenn du wieder komplett hergestellt bist, wie geht's bei dir sportlich weiter? Ich fahre nochmal nach Finale Ligure. Dann ist mein Plan vor der ersten EWS so viele Punkte zu haben, dass ich normale EWS fahren kann. Mhm. Also nicht, also nicht EWS 100, sondern normale EWS. Mal gucken, ob es funktioniert. Mhm. Ähm, genau, dann werde ich in Petzen und in Kanasai EWS fahren, hoffentlich. Und dann ja noch ein paar Rennen so. Mhm. Und ja, zur Eurobike werde ich fahren und dann die Transmadeira im Herbst, im September.
Okay. Ja, das ist eigentlich so mein Highlight dieses Jahr, würde ich mal so sagen. Mhm. Gibt es so generell so ein sportliches Ziel, was über allem steht, was du vielleicht noch hast für dich? Mm, Ja, ich bin mal gespannt, wenn ich dieses Jahr EWS fahren kann, wie ich abschneide einfach. Mhm. Weil ich würde mal sagen, ich bin ja 2019, glaube ich, bin ich in die EWS 100 in Kanasai gefahren. Und du kannst dich ja dann quasi einordnen in also kannst dann gucken, welchen Platz du bei den Pros gemacht hättest. Irgendwie letzter oder so, glaube ich. Irgendwie so. Mhm. Und ja, und ich bin jetzt gespannt, weil ich würde mal behaupten, dass ich in den letzten 3 Jahren schon ja ein bisschen gelernt habe, ein bisschen besser zu fahren, in Anführungszeichen. Ja. Und auch mental mich weiterentwickelt habe. Mhm. Und einfach, ich bin gespannt, wie ich abschneide da. Und und die Transmadeira irgendwie durchstehen. Das ist ja so ein 5-Tagesrennen. Mhm. Und nächstes Jahr möchte ich gerne nach Kanada auch Kira besuchen und ja, einfach mal zum Fahrradfahren dorthin und nicht zum Wettkampf, in Anführungszeichen. Ja. Einfach mal ein bisschen so Kanada genießen. Aber dass ich jetzt irgendwie sage, ich will unbedingt Top 10 EWS fahren oder so, Mhm. so ein Ziel habe ich nicht. Ich lasse das alles offen. Wäre natürlich cool, wenn man irgendwie sowas schafft wie Top 20 EWS. Aber wenn ich es jetzt nicht schaffen würde oder nicht schaffe, dann ist jetzt kein Weltuntergang, sag ich mal so. Mhm. Einfach, dass man Spaß hat beim Radfahren. Mhm. Eigentlich so das Wichtigste für mich. Das hört sich auf jeden Fall nach einem guten Plan an, finde ich. Also Spaß haben und gesund dabei bleiben. Ja, das ist das Wichtigste. Das sind eigentlich auch die beiden Sachen, die ich dir jetzt dann wünsche. Und Auch so. an der Stelle schon mal danke, sage fürs Gespräch. Kein Problem. Danke, Laura. Wenn euch das Interview gefallen hat, dann könnt ihr uns ja einen Kommentar hinterlassen. Vielleicht habt ihr ja Bock, irgendwie mehr davon, von dem Format irgendwie zu sehen. Vielleicht habt ihr auch schon eine Idee, wen wir vor die Kamera noch zerren könnten. Ansonsten irgendwie danke fürs Zusehen und bis bald bei Elektrofahrrad24. Tschüss und ciao, Laura. Tschö, danke.